Diejenigen von euch, die mich persönlich kennen, wissen sicherlich, dass ich gelegentlich in Hamburg zu tun habe. Ein bekanntes Gericht in Hamburg neben dem Lapskaus sind Bohnen, Birnen und Speck. Ich kannte es tatsächlich vorher nicht, habe es in Hamburg kennengelernt. Ich finde es ganz witzig, ist ein einfaches, ein bürgerliches Gericht, aber da gibt es verschiedene Varianten von, unter anderem von dem Horst Lichter, und davon habe ich mich inspirieren lassen, habe das ein bisschen weiterentwickelt, um das ein bisschen fettarmer hinzubekommen. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Herzlich willkommen bei Ratzfatz Schlemm. Lecker Leichtes aus Grill, Pfanne und Ofen. Wie eben schon erwähnt, habe ich mich von Horst Lichter inspirieren lassen. Und zwar mache ich heute ein Hamburger bürgerliches Gericht, und zwar Birnen, Bohnen und Speck. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass da Bohnen drin sind, grüne Bohnen. Ich nehme hier Prinzessbohnen. Aber da sind noch ein paar andere Sachen drin. Und zwar hat der Horst Lichter in dem Fall um Hähnchenbrustfilet erweitert. Was ich sehr klasse fand, ist im Original nicht bei. Aber hat mir gefallen, übernehme ich gerne. Ich mache die heute auf dem Grill. Und wer keinen Grill hat oder keine Lust dazu hat, kann die natürlich auch in der Pfanne anbraten. Dann kommt das alles zusammen in eine Auflaufform, wird nochmal überbacken und das ist einfach echt lecker. Und was wir dazu brauchen, habe ich hier schon mal vorbereitet. Und bevor wir jetzt anfangen, möchte ich euch sagen, dass ich mich über einen Daumen hoch jedes Mal freue. Und wer noch nicht abonniert hat, jetzt könnt ihr das nachholen. Wir brauchen 3 Hühnerbrustfilets. Meine waren so groß, die habe ich geteilt. Da habe ich das Innenfilet und das große Filet zerschnitten, aber also 6 Stücken. Wir brauchen eine Packung Geflügelbacon, das sind 80 Gramm und welch ein Zufall, auch 6 Scheiben. Außerdem brauchen wir 600 Gramm grüne Bohnen, das sind hier Prinzessbohnen, die sind tiefgefroren, wie man vielleicht noch erkennen kann. Wir brauchen Gorgonzola, ich weiß, der spaltet die Nation. Wer mit dem noch nicht viel zu tun hatte, der ist relativ intensiv. Da gibt es allerdings eine milde Variante und eine kräftige Variante. Das ist hier der milde. Der ist tatsächlich nicht ganz so, geschmackvoll. Oder geschmackvoll ist ja schon, aber nicht ganz so intensiv. Man kann auch 80 Gramm nehmen, dann ist er noch ein bisschen weniger kräftig. Aber ich finde, der schmeckt gut und der passt einfach wunderbar zu den Bohnen. Wir brauchen 2 Esslöffel Mehl, wir brauchen 30 Gramm Halbfettmargarine, 200 Milliliter fettarme Milch, Salz und Pfeffer, 1 Teelöffel Paprikapulver, das habe ich letzte Woche gemacht. Wer das nicht hat, nimmt normales edelsüßes Paprika. Und wir brauchen 100 Gramm geriebenen Käse. Hier oben, den habe ich frisch gerieben, ist Gouda. Da unten ist allerdings die Hälfte Idlin. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann von der Farbe. Der ist extrem fettarm. Hab mich entschlossen, die Hälfte Gouda zu nehmen, einfach um da ein bisschen mehr Schmelz reinzubekommen. Dann brauchen wir 1 Glas voll dicke Bohnen. Das sind, ich glaube, ab Topfgewicht waren irgendwie 420 Gramm. Und eine Dose Mini-Birnen oder Babybirnen. Und Salz und Pfeffer und dann können wir loslegen. Die genauen Mengenangaben für 2 Personen findet ihr unten in der Box. Ja, anfangen werden wir mit den Bohnen, mit den grünen Bohnen. Die müssen gekocht werden. Also Wasser aufsetzen, bisschen salzen. Ich mache immer ein bisschen Bohnenkraut dran. So einen großen Topf, ungefähr nach Gusto 1 bis 2 Teelöffel Bohnenkraut kochen lassen. Die grünen Bohnen rein, die müssen dann 15 Minuten kochen. Nach 5 Minuten geben wir die dicken Bohnen noch dazu. Die können zusammen kochen dann.
Und dann nehmen wir die raus, schrecken die kurz mit kaltem Wasser ab und stellen die beiseite. Und in der Zwischenzeit machen wir dann die Bechamelsoße. Für die Bechamel lassen wir die Halbfettmargarine im Topf schmilzen. Vorsichtig, das ist keine Butter. Die hat etwas mehr Wasser, oder was heißt etwas mehr, die hat mehr Wasseranteil, natürlich wesentlich weniger Fett und verbrennt deswegen viel schneller. Also nicht zu heiß machen. Und in meinem Fall, ich habe hier diese, ja, Extra Fit nennt die sich. Die hat noch weniger Fett. Mal schauen, ob das mit der auch klappt. Wenn die Margarine geschmolzen ist, dann geben wir das Mehl langsam dazu. Und immer schön rühren, damit es keine Klumpen gibt. Bisschen mehr Butter hätte es, oder ein bisschen mehr Margarine hätte es auch getan. Jetzt geben wir die Milch dazu. Schluckweise. Und rühren die immer weiter in die, ja, Mehl-Butter-Mischung oder Mehl-Margarine-Mischung ein. So. Jetzt können wir den nächsten Schluck rangeben. Und immer erst, wenn keine Klümpchen mehr vorhanden sind, dann den nächsten Schuss Milch rein. So, die Soße darf dann leicht aufköcheln und dann kommt der Gorgonzola dazu. Und der wird jetzt in der Bechamelsoße aufgeschmolzen. Wenn der Gorgonzola geschmolzen ist, dann können wir die Soße mit Salz und Pfeffer abschmecken. Wer möchte, kann natürlich auch ein bisschen Muskat noch angeben. Mit dem Salz ruhig etwas vorsichtiger sein. Der Gorgonzola ist recht kräftig und auch schon salzig. Das Gericht heißt Bohne, Birne und Speck. Die Bohnen sind erledigt, jetzt kommt der Speck dran. Der kommt in Form von dem Geflügelbacon. Der wird um die Hähnchenbrustfilets gewickelt. Vorher werden die Hähnchenbrustfilets gesalzen, gepfeffert und ein bisschen mit Paprika bestreut. Dann kommt der Bacon rum. Das wird gegrillt. Wer möchte, kann das natürlich auch in der Pfanne machen, gebraten. Und dann kommt alles zusammen, wird mit der Bechamel übergossen und überbacken. Und da sehen wir uns dann gleich wieder. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care. Die Hähnchenbrustfilets werden jetzt so für 2 bis 3 Minuten pro Seite angebraten oder angegrillt. Nachdem die Hähnchenbrustfilets angebraten oder angegrillt wurden, kommt jetzt alles in eine Auflaufform. Da kommt bei mir hier ein Tropfen Rapsöl rein. Dann kommen die Bohnen da rein. Und die Birnen werden halbiert und auch noch verteilt. Und dann kommt die Käsesoße über alles rüber. Und zu guter Letzt wird alles mit dem Käse bestreut. Und dann geht die Sache in den Ofen oder auf dem Grill. Ja, nun kamen die Birnen auch ins Spiel. Bohnen, Birnen und Speck. Jetzt haben wir alle 3 Komponenten beisammen. Der Käse ist drüber. Jetzt dürfen wir die ganze Sache noch
ja, überbacken, gratinieren im Backofen oder wer möchte auf dem Grill oben aufs Abstellrost am besten. 200 Grad, 20 Minuten. Backofen oder Grill ist das gleiche in dem Fall. Und dann schauen wir mal, wie es geworden ist. Mein Backofen ist vorgeheizt und jetzt kommt die Sache rein. Und ich darf wieder kosten. Sehr lecker. Und ich verspreche euch, wenn ihr den milden Gorgonzola nimmt, der wird tatsächlich nicht so streng. Ja, bei der kompletten Auflaufform sind wir heute bei 32 Dingster. 4 Portionen kann man daraus machen. Das bedeutet, pro Portion sind wir bei 8 Dingster. Und das ist echt lecker. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken fürs Einschalten, dass ihr bei mir reingeschaut habt. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das Rezept ist echt klasse, macht es nach und den Gorgonzola, man spürt ihn nicht so sehr. Wer auf Gorgonzola steht, sollte dann tatsächlich den kräftigen nehmen. Ansonsten, der geht in der Bechamelsoße tatsächlich sehr weit unter. Aber man merkt ihn. Also das ist genau richtig, finde ich. Ist halt die Geschmackssache. Bleibt gesund. Bis zur nächsten Woche, euer Carsten. Ciao.